Did you kill your daughter? No, no, there's nothing to suggest anything. So, no, that's an emphatic no. 18 Jahre sind vergangen, seit Madeleine McCann vermisst wird und ihre Eltern und andere Menschen auf der ganzen Welt hoffen, dass sie noch am Leben ist. Nach Jahren des Bangens gibt es nun erstaunliche neue Berichte, dass sie endlich entdeckt wurde. In diesem Video gehen wir auf alles ein, was wir bisher zusammengetragen haben, auch darauf, wie es zu dieser großartigen Entdeckung kam. Verpassen Sie es also nicht. Aber bevor wir anfangen, würden wir gerne wissen, ob Sie glauben, dass dieser Fall gelöst wird. Wenn Sie zustimmen, hinterlassen Sie einen 1-Kommentar unten. Um die Bedeutung dieser neuen Erkenntnis wirklich zu erfassen, müssen wir an den Anfang zurückgehen. Das erschütternde Verschwinden von Madeleine McCann. Madeleine Beth McCann, ein britisches Kind, verschwand, als sie 3 Jahre alt war. Am 3. Januar 2007 verschwand sie aus ihrer Ferienwohnung in Praia da Luz, Portugal. Viele Menschen glauben, dass ihre Geschichte der am häufigsten gemeldete Vermisstenfall ist. Wann wird Madeleine McCann wieder auftauchen? Madeleine, ein fröhliches und aufgeschlossenes junges Mädchen, wurde am 12. Mai 2003 in Leicester, England geboren. Sie wurde ein paar Tage vor ihrem 4. Geburtstag vermisst, als ihre Familie das Ocean Club Resort in Portugal besuchte. Madeleine schlief in ihrer Wohnung mit ihren 2-jährigen Zwillingsgeschwistern Sean und Emma. In der Zwischenzeit trafen sich Freunde mit ihren Eltern Jerry und Kate McCann zum Abendessen in einer nahegelegenen Tapas-Bar. Bis zum Restaurant waren es nur etwa 100 Meter. Die Entfernung zwischen den Tischen der McCanns und ihrer Freunde und der Wohnung betrug etwa 150 bis 200 Meter. Obwohl es nur ein paar Minuten dauern würde, diese Strecke zurückzulegen, hatte man vom Tisch aus keinen Blick auf die umliegenden Autobahnen. Sie konnten nur das Restaurant, die Wohnung im 2. und 3. Stock und die Sträucher sehen. Es gab kaum Sicht auf die Umgebung. Die Eltern haben ein System eingerichtet, um zu verschiedenen Zeiten in der Nacht nach ihren Kindern zu sehen. Jerry kehrte gegen 5 Uhr in die Wohnung zurück. Sie sahen, dass die Schlafzimmertür nicht mehr dort war, wo sie verlassen hatten. Als er hineinschaute, sah er, dass alle 3 Kinder noch fest schliefen. Jerry unterbrach seinen Weg zurück zum Restaurant, um zu reden. Matthew Oldfield, ein Begleiter beim Abendessen, bot gegen 21,3 Uhr an, nach den McCann-Kindern zu sehen. Er ging nach nebenan, um nach sich selbst zu sehen. Als er zurückkam, sagte er, dass alles in Ordnung sei. Kate beendete ihr Abendessen um 10 Uhr und ging zurück in ihre Wohnung. Sie sah, dass die Tür zum Kinderzimmer einen Spalt offen stand. Ein Luftzug zog sie zu, als sie einen leichten Versuch unternahm, sie zu schließen. Kate sagt, ich dachte, ich hätte die Terrassentür offen gelassen, was nicht der Fall war. Ich beschloss, die Tür noch einmal leicht zu öffnen. Ich sah hinein und bemerkte, dass es dunkel war. Ich habe versucht, Madeleine zu finden. So absurd es auch scheint, ich habe es versäumt, das Licht einzuschalten. Alle Eltern versuchen zu verhindern, dass ihre Kinder wach werden. Aber dann merkte ich, dass sie gegangen war. Kate vermutete, dass Madeleine sich in ihr Schlafzimmer verirrt hatte. Sie eilte hinüber, geriet aber in Panik, als sie nicht sah. So als Kate zurück ins Kinderzimmer rannte, wehte ein Windstoß die Vorhänge auf. In diesem Moment sah ich, dass das Fenster weit aufgestoßen und der Rollladen hochgezogen worden war. Zu diesem Zeitpunkt war ich überzeugt, dass jemand unsere Tochter entführt hatte. Kate sah, wie schnell ich mich in der Wohnung bewegte. Ich wusste bereits, was geschehen war, deshalb bin ich mir nicht sicher, warum. Aus irgendeinem Grund nahm ich jedoch an, dass Madeleine sich irgendwo versteckt haben könnte, sobald jemand die Wohnung betrat. Ich bin mir nicht sicher, warum ich durch die Hintertür der Wohnung geflohen bin. Als ich Jerry und unsere Freunde sah, rief ich, Madeleine ist weg. Jemand hatte den Alarm ausgelöst. Welche Schritte haben die McCanns als nächstes unternommen? Und wurde Madeleine McCann nach 18 Jahren gefunden? Schauen Sie weiter, um es herauszufinden. Die Suche nach Madeleine McCann. Bald suchte der gesamte Ferienort nach dem kleinen Kind. Trotz unserer Bemühungen gab es keine Spur von ihr. Dies war der Beginn eines Albtraums, der sich über Jahre hinziehen sollte. Der Fall erregte schnell internationales Interesse und die Medien berichteten über jeden neuen Schritt. Die Anteilnahme der Öffentlichkeit war überwältigend, aber auch die Kontrolle. Einige stellten die Entscheidung der McCanns in Frage, ihre Kinder unbeaufsichtigt zu lassen, während andere darüber spekulierten, was passiert sein könnte. Zunächst vermuteten die portugiesischen Behörden, Madeleine sei weggelaufen oder von einem Fremden entführt worden. Die Ermittlungen wurden jedoch hitzig, als die McCanns als Verdächtige genannt wurden. Obwohl sie später von jeglichem Fehlverhalten freigesprochen wurden, war dies ein Wendepunkt in dem Fall, da viel Zeit verloren ging, während sich der Schwerpunkt verlagerte.
Im Laufe der Jahre haben sich mehrere Hinweise und Ideen ergeben. Madeleines Sichtungen wurden in verschiedenen Ländern gemeldet, was zu Befürchtungen über Menschenhandel und wilden Spekulationen führte. Privatdetektive wurden engagiert, Regierungen mischten sich ein und sogar Hellseher boten ihre Hilfe an. Im Jahr 2011 nahm die portugiesische Polizei die Ermittlungen wieder auf. Kurz darauf leitete das britische Scotland Yard seine eigene Untersuchung ein. Die Operation, trotz des enormen Aufwands, der in die Suche investiert wurde, gab es nie ein endgültiges Ergebnis. Aber wurde die Suche nach Madeleine fortgesetzt, finden wir es heraus. Das hartnäckige Geheimnis um Madeleine McCann. Eines der ärgerlichsten Elemente der Untersuchung war die ständige Flut von falschen Hinweisen. Alle paar Jahre gibt es eine neue Erfindung, die das Potenzial hat, das Problem zu lösen. Jemand behauptet, Madeleine oder ein Kind, das ihr ähnlich sieht, gesehen zu haben. Neue Verdächtige wurden verhört und die forensischen Beweise wurden erneut untersucht. Jedes Mal keimte Optimismus auf, nur um dann wieder zerstört zu werden, als die Spur wieder kalt wurde. Die McCanns waren immer sicher, dass ihre Tochter noch am Leben war. Sie haben die Hoffnung nie aufgegeben, selbst als der Rest der Welt weiterzumachen schien. Jetzt, etwa 2 Jahrzehnte später, ist die Möglichkeit, dass Madeleine McCann entdeckt wurde, sowohl erstaunlich als auch entscheidend. Die Möglichkeit, nach so vielen Jahren die Wahrheit zu erfahren, löst Gefühle der Erleichterung, der Traurigkeit und der Unsicherheit aus. Erleichterung, weil die Familie McCann vielleicht endlich eine Antwort auf das Problem erhält, das sie so lange geplagt hat. Trauer, weil die verlorenen Jahre, egal wie das Ergebnis ausfällt, nie wieder aufgeholt werden können. Und Ungewissheit, weil es sich um eine weitere falsche Spur handeln könnte. Die neue Entdeckung, die Anlass zu Optimismus gibt, ist die Identifizierung von Christian Bruckner, einem deutschen Mann, der jetzt wegen einer nicht damit zusammenhängenden Tat inhaftiert ist. Bruckner wurde in ganz Europa wegen unangemessenen Verhaltens angeklagt. Er hielt sich zum Zeitpunkt des Verschwindens von Madeleine in der portugiesischen Algarve-Region auf. Die Ermittler haben in der Folge Beweise erhalten, die ihn in der Nacht, in der sie verschwand, an dem Ort zeigen. Im Jahr 2020 ernannten ihn die deutschen Behörden offiziell zum Verdächtigen in der Untersuchung. Es hat jedoch Jahre gedauert, die Daten zusammenzutragen und genügend Beweise zu sammeln, um seine Beteiligung nachzuweisen. Was diese jüngste Entwicklung besonders verlockend macht, sind die Beweise, die aufgetaucht sind. Das heißt, dass Bruckner möglicherweise Aussagen gegenüber Bekannten gemacht hat, die auf seine Beteiligung an der Entführung von Madeleine hindeuten. Außerdem zeigen Telefonaufzeichnungen, dass er in der Nacht ihres Verschwindens einen Anruf in Praia da Luz erhielt, der ihn mit dem Ort in Verbindung brachte. Die Ermittler arbeiten derzeit intensiv daran, weitere Beweise zu finden, einschließlich der Suche nach Bruckner-bezogenen Immobilien in Portugal und Deutschland. Diese Bemühungen zielen darauf ab, konkrete Beweise für Madeleine zu finden und die Beteiligung Bruckners an dem Verbrechen nachzuweisen. Für diejenigen, die den Fall verfolgt haben, bietet dieser neue Verdächtige die erste überzeugende Erklärung seit Jahren. Bruckners krimineller Hintergrund, seine Anwesenheit in der Nachbarschaft und die Indizien deuten darauf hin, dass er der Verdächtige in der Entführung ist. Trotz dieser vielversprechenden Ergebnisse liegt noch ein langer Weg vor uns. Die Beweislast in einem solchen Fall ist groß und ohne eine Leiche oder stichhaltige forensische Beweise könnte es schwierig sein, Bruckners Schuld überzeugend zu beweisen. Die bloße Möglichkeit, dass Madeleine gefunden oder ihr Entführer identifiziert wurde, stellt jedoch eine große Veränderung in der Darstellung des Falles dar. Es zwingt die Welt dazu, über die langfristigen Auswirkungen ihres Verschwindens nachzudenken und darüber, was wir über Kindesentführung, Strafverfolgung und die Rolle der Medien bei der Bildung der öffentlichen Meinung gelernt haben. Eine der schwerwiegendsten Auswirkungen von Madeleines wahrscheinlicher Entdeckung ist das Licht, das sie auf die Schwächen und Probleme bei internationalen Ermittlungen wirft. Welchen Einfluss hat Madeleines Fall auf die laufenden Ermittlungen? Sehen Sie weiter, um es herauszufinden. Der lange Weg zur Hoffnung, der Fall Madeleine McCann und sein nachhaltiger Einfluss. In den Jahren nach ihrer Entführung wurde die Untersuchung durch mangelnde Koordination zwischen portugiesischen und britischen Beamten behindert. Sprachbarrieren, unterschiedliche Rechtssysteme und unterschiedliche Ermittlungsziele führten zu Verzögerungen und verpassten Chancen. Der Fall McCann diente als Fallstudie für die Bedeutung einer besser koordinierten internationalen Zusammenarbeit bei der Suche nach vermissten Kindern, insbesondere in dringenden Fällen. Sollte Bruckner für schuldig befunden werden, stellt sich die Frage, ob er vielleicht früher gefasst worden wäre, wenn es diese Hürden nicht gegeben hätte. Die Bedeutung der Medien in Madeleines Fall kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ihre Geschichte machte von Anfang an international Schlagzeilen und die Journalisten nahmen jede neue Entwicklung genau unter die Lupe. Dieser Bekanntheitsgrad hatte sowohl
positive als auch negative Folgen. Auf der einen Seite wurde dadurch Madeleines Geschichte in der Öffentlichkeit aufrechterhalten und sichergestellt, dass ihr Fall nicht in Vergessenheit geriet. Kampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit, wie die berühmten Find Madeleine Poster, wurden zu einer weltweiten Sensation. Andererseits schürte das große Medieninteresse wilde Spekulationen und Sensationslust. Die McCanns standen unter ständiger Beobachtung und einige Zeitungen verbreiteten unbegründete Anschuldigungen, die ihren Ruf ruinierten und erheblichen psychischen Schaden anrichteten. Die Auswirkungen dieses möglichen Durchbruchs sind für die McCanns sehr persönlich. Die Nachricht, dass ihre Tochter möglicherweise gefunden worden ist bittersüß. Sie hatten immer gehofft, dass Madeleine noch am Leben sei. Dennoch haben sie so lange mit der Ungewissheit und dem Schmerz der Ungewissheit gelebt. Jede Schlussfolgerung, selbst eine schreckliche, kann ein Gefühl des Abschlusses vermitteln. Wenn Madeleine tatsächlich gefunden wird, wird der emotionale Tribut für ihre Familie verheerend sein. Auch wenn die Suche nach Antworten kurz vor dem Abschluss steht, wird der Rehabilitationsprozess umfangreich und hart sein. Dieser Fall verdeutlicht auch die anhaltende Kraft der Hoffnung. 18 Jahre lang hat die Welt auf Antworten gewartet und die McCanns haben sich nicht beirren lassen. Ihre Beharrlichkeit, die durch die Unterstützung der Öffentlichkeit und die weltweite Aufmerksamkeit gestärkt wurde, hat entscheidend dazu beigetragen, dass die Ermittlungen weitergehen. Diese Beharrlichkeit könnte schließlich zur Gerechtigkeit für Madeleine führen. Die Tatsache, dass ihr Fall schon so lange offen ist, unterstreicht, wie wichtig es ist, bei der Suche nach vermissten Personen niemals aufzugeben, egal wie viel Zeit vergangen ist. Der wahrscheinliche Abschluss des Falls Madeleine McCann hat weitreichende gesellschaftliche Auswirkungen. Er erinnert eindringlich an die Verletzlichkeit von Kindern und die ständige Gefahr einer Entführung. Die Entführung von Madeleine veranlasste viele Familien, ihre Sicherheitsvorkehrungen zu überdenken, insbesondere bei Reisen ins Ausland. Sie hat auch das Bewusstsein für die Gefahren geschärft, die von Kinderhändlern und skrupellosen Personen ausgehen. Sollte Bruckner für schuldig befunden werden, wird sein Strafregister zweifellos zu weiteren Forderungen nach einer stärkeren Überwachung von Kriminellen und einer besseren Verfolgung ihrer Handlungen über die Grenzen hinweg führen. Darüber hinaus wird die Reaktion der Öffentlichkeit auf Madeleines wahrscheinliche Entdeckung mit ziemlicher Sicherheit neue Diskussionen über die Gerechtigkeit für Opfer von Langzeitverschwunden auslösen. Viele Familien von Vermissten haben Mühe, den Fall ihrer Angehörigen im Rampenlicht der Öffentlichkeit zu halten, vor allem wenn die Zeit vergeht und die Aufmerksamkeit der Medien abnimmt. Die McCanns hatten das Glück, dass ihnen viel Aufmerksamkeit zuteil wurde. Aber nicht jede Familie hat diese Möglichkeit. Die endgültige Lösung dieses Falles könnte dazu führen, dass andere Fälle von Langzeitvermissten stärker unterstützt werden und die Öffentlichkeit stärker auf die laufenden Versuche zur Identifizierung der Vermissten aufmerksam wird. Einer der erstaunlichsten Aspekte dieses Falles ist, wie er die Weltöffentlichkeit dazu gebracht hat, sich mit dem Begriff des Optimismus angesichts unüberwindlicher Herausforderungen auseinanderzusetzen. Jahrelang wurde der Optimismus von sporadischen Sichtungen von Kindern wie Madeleine, von Ermittlungsmaßnahmen, die Antworten versprachen, aber nie lieferten, und von der unerschütterlichen Entschlossenheit ihrer Eltern Kate und Jerry McCann. Ihr unerschütterlicher Optimismus, dass Madeleine noch am Leben sein könnte, war eine starke Kraft während dieser Tragödie. Wie hat das Engagement der Öffentlichkeit im Fall Madeleine zu den Ermittlungen beigetragen? Wir wollen es herausfinden. Die andauernde Suche nach Madeleine und die Entscheidung der McCanns, während dieser Tortur in der Öffentlichkeit zu bleiben, sind sowohl ein Segen als auch ein Fluch. Die persönlichen Konsequenzen, die sich daraus ergeben, dass man so lange im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht, sind nicht zu übersehen. Öffentliches Engagement in hochkarätigen Fällen wie diesem ist wichtig, birgt aber auch erhebliche Risiken. Die McCanns waren einem intensiven Medieninteresse ausgesetzt, das dazu beigetragen hat, das Bewusstsein für den Fall zu schärfen, aber auch zu hartnäckigen Mutmaßungen und bisweilen unbegründeten Anschuldigungen geführt hat. Leider werden die Eltern vermisster Kinder routinemäßig befragt, weil sie dem Problem am nächsten sind. Der Gedanke, dass ein Elternteil für solch schreckliche Taten verantwortlich gemacht werden kann, ist eine Tatsache, die die Gesellschaft regelmäßig nicht wahrhaben will. Infolgedessen übertrumpfen emotionale Gefühle häufig das rationale Denken im öffentlichen Diskurs. In Madeleines Fall hatte die Medienhysterie über ihr Verschwinden eine zweischneidige Wirkung. Einerseits war es beruhigend zu wissen, dass ihr Gesicht und ihre Geschichte ein weltweites Publikum erreicht hatten, so dass ihr Bild überall und jederzeit wiedererkannt werden konnte.
Diese Art von internationaler Aufmerksamkeit ist bei vermissten Fällen selten und es ist wahrscheinlich, dass ihre Geschichte noch lange weiterleben wird, wenn viele andere bereits in der Versenkung verschwunden sind. Aufgrund der von der Boulevardpresse geprägten Berichterstattung wurden jedoch gelegentlich falsche Tatsachen, Gerüchte und Vermutungen als Realität dargestellt, was zu Verwirrung und Ablenkung bei den Ermittlungen führte. Die Aufregung um den Fall McCann, zu der auch Verschwörungstheorien und unbegründete Behauptungen gehörten, schuf eine Wolke der Desinformation, die die Suche nach der Wahrheit behinderte. Das Internet spielt auch in diesem Fall eine entscheidende Rolle. Der Aufstieg der sozialen Medien und der Online-Foren fiel mit dem Verschwinden von Madeleine zusammen und bot der Öffentlichkeit neue Möglichkeiten, sich an den Ermittlungen zu beteiligen. Während einige Online-Gruppen dazu beitrugen, die Suche aufrechtzuerhalten, indem sie aktuelle Informationen und mögliche Hinweise lieferten, verbreiteten andere Desinformationen oder verbreiteten falsche Vorstellungen. Der Fall stieß auf großes Interesse bei Amateurermittlern und Verschwörungstheoretikern und die McCanns wurden im Internet intensiv unter die Lupe genommen. Das Phänomen des digitalen Zeitalters, in dem jeder, der über einen Computer oder ein Smartphone verfügt, in Echtzeit an Diskussionen über laufende Ermittlungen teilnehmen kann, hat die Fälle von Vermissten auf eine neue Ebene der Komplexität gehoben. Auf der einen Seite kann die Beteiligung der Öffentlichkeit zur Entdeckung wertvoller Informationen führen. Auf der anderen Seite kann es das Wasser trüben und die Aufmerksamkeit von wichtigen Hinweisen ablenken. Darüber hinaus offenbarte die weltweite Reichweite von Madeleines Suche grenzüberschreitende Unterschiede in den Strafverfolgungsverfahren. Doch was mag von Madeleines Ermittlungen geblieben sein? Wir wollen es herausfinden. Die weltweite Suche nach Madeleine McCann. In der Anfangsphase der Ermittlungen wurde die portugiesische Polizei für ihre Vorgehensweise in diesem Fall heftig kritisiert, insbesondere für die Geschwindigkeit, mit der sie ausländische Behörden über die Entführung informiert. Die britische Polizei hingegen hatte ihre eigenen Probleme, als sie einige Aspekte der Ermittlungen übernahm. Kulturelle und verfahrenstechnische Unterschiede zwischen den beiden Polizeikräften sorgten gelegentlich für Reibungen, die zu Verzögerungen und Missverständnissen führten. Dieser Fall hat deutlich gemacht, wie wichtig eine stärkere internationale Zusammenarbeit und effizientere Methoden bei der Ermittlung von Vermissten sind, insbesondere wenn mehrere Länder betroffen sind. Die Entführung von Kindern über nationale Grenzen hinweg stellt eine besondere Herausforderung dar, da die Strafverfolgungsbehörden in der Regel Schwierigkeiten haben, ihre Bemühungen über viele Gerichtsbarkeiten, Rechtssysteme und Sprachen hinweg zu koordinieren, was den Fortschritt behindert. Der Fall McCann warf ein Schlaglicht auf diese Probleme und die Frustration darüber, dass wichtige Spuren verloren gegangen waren, schlug sich auch auf die Familien anderer vermisster Kinder nieder. Zwar wurden gewisse Anstrengungen unternommen, um die internationale Zusammenarbeit zu verbessern, doch die anhaltenden Schwierigkeiten bei der Lösung dieses Falles machen deutlich, dass mehr getan werden muss, um sicherzustellen, dass vermisste Kinder so schnell wie möglich gefunden werden, unabhängig davon, wohin sie entführt wurden. Die jüngste Einmischung der deutschen Behörden in den Fall Christian Bruckner hat einmal mehr deutlich gemacht, wie verschiedene Länder mit Fällen von Langzeitvermissten umgehen. Die neue Aufmerksamkeit Deutschlands für Bruckner als Verdächtigen hat den Ermittlungen neuen Schwung verliehen, aber auch die Frage aufgeworfen, warum er zuvor nicht als ernsthafter Verdächtiger eingestuft wurde. Kritiker argumentieren, dass seine kriminelle Vergangenheit, seine Anwesenheit in der Nachbarschaft während der Entführung und seine anschließenden Handlungen dazu hätten führen müssen, ihn früher zu identifizieren. Die Schwierigkeit, Verdächtige über internationale Grenzen hinweg ausfindig zu machen, insbesondere in Fällen, in denen es um Kriminelle mit weltweiten Verbindungen geht, stellt nach wie vor eine große Hürde bei der Aufklärung von Verbrechen wie diesen dar. Im Mittelpunkt all dieser Komplikationen steht eine einfache, aber wichtige Frage. Was ist mit Madeleine McCann geschehen? Die mögliche Beteiligung von Christian Bruckner an ihrer Entführung könnte einige Antworten liefern, aber es ist unwahrscheinlich, dass damit alle Fragen geklärt werden können. Selbst wenn die Schuld Bruckners bestätigt wird, bleiben viele Details unklar und die gesamte Geschichte dieser schrecklichen Nacht wird vielleicht nie aufgeklärt werden. Dieser Mangel an Aufklärung ist einer der verheerendsten Aspekte solcher Ereignisse für die betroffenen Familien. Die Ungewissheit, mit der sie konfrontiert sind, ist manchmal schwerer zu ertragen als die Endgültigkeit des Verlustes. Ein weiteres wichtiges Merkmal dieses möglichen Durchbruchs ist ein allgemeineres Konzept der Gerechtigkeit. Wenn Christian Bruckner für die Entführung von Madeleine verantwortlich ist, wirft seine Geschichte wichtige Fragen darüber auf, wie Personen mit vergleichbaren Straftaten überwacht werden
und ob genug getan wird, um sie von erneuten Straftaten abzuhalten. Bruckners umfangreiches Strafregister sowie seine zahlreichen Ortswechsel in Europa im Laufe der Jahre zeigen, wie schwierig es für die Strafverfolgungsbehörden ist, gefährliche Personen nach Verbüßung ihrer Strafe ausfindig zu machen. Der Fall Madeleine McCann könnte letztlich die Notwendigkeit strengerer, globaler Verfahren zum Aufspüren und Überwachen bekannter Straftäter unterstreichen, insbesondere solcher, die in der Vergangenheit Kinder misshandelt haben. Maßnahmen zur öffentlichen Sicherheit wie zum Strafregister sind von Land zu Land sehr unterschiedlich. In einigen Regionen werden Straftäter streng überwacht, während sie in anderen Regionen nach Verbüßung ihrer Strafe ohne jegliche Kontrolle in die Gesellschaft entlassen werden. Die Möglichkeit für Kriminelle, frei zwischen den Ländern zu reisen und der Entdeckung zu entgehen, verkompliziert die Situation noch weiter. Sollte Bruckner für das Verschwinden von Madeleine schuldig gesprochen werden, werden mit Sicherheit weltweit Forderungen nach einer Überarbeitung der strafrechtlichen Überwachung laut werden. Seine Fähigkeit, neue Straftaten zu begehen, nachdem er wegen früherer Straftaten im Gefängnis saß, ist eine abschreckende Erinnerung an die Gefahren, die von Menschen ausgehen, die Schwächere ausnutzen. Dies wirft die Frage auf, was zusätzlich hätte getan werden können, um weiteren Schaden zu verhindern. Fragen Sie sich immer noch, ob Madeleine McCann entdeckt wurde oder nicht. Bleiben Sie dran, um es zu erfahren. Die Suche nach Antworten im Fall Madeleine McCann geht weiter. Der Fall Madeleine könnte einen Präzedenzfall für künftige Vermisstenermittlungen schaffen. Seit ihrer Abwesenheit hat sich die Technologie dramatisch verbessert. Die Strafverfolgungsbehörden setzen Instrumente wie Gesichtserkennung und fortschrittliche DNA-Tests ein, um vermisste Personen zu finden. Neue ausländische Datenbanken und künstliche Intelligenz sind jetzt zugänglich, die zum Zeitpunkt des Verschwindens von Madeleine noch nicht verfügbar waren. Diese Fortschritte geben den Familien Hoffnung, die noch immer nach ihren Angehörigen suchen. Die Technologie kann zwar nicht alle Probleme lösen, aber sie erhöht die Effizienz und schließt menschliche Fehler aus. Der Fall Madeleine ist ein Beispiel für menschliche Entschlossenheit. Über 2 Jahrzehnte lang haben die McCanns unermüdlich dafür gekämpft, die Geschichte ihrer Tochter am Leben zu erhalten. Sie haben jedes mögliche Forum genutzt, um das Bewusstsein zu schärfen und nach Lösungen zu suchen. Ihre Beharrlichkeit war entscheidend für die Aufrechterhaltung der Sonde. Ihr Weg dient als Beispiel für andere Familien, die ähnliche Verluste erlitten haben. Das Interesse der Öffentlichkeit an Madeleines Geschichte macht deutlich, wie wichtig kollektives Handeln ist. Um vermisste Kinder zu finden, sind Medienarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Zusammenarbeit erforderlich. Es braucht ein globales Netzwerk von Menschen, die sich weigern, diese Vorfälle zu vergessen. Madeleines Fall hat in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit erregt, da das Bewusstsein für Kindesentführung und Kinderhandel weltweit gestiegen ist. In den letzten Jahren haben die Initiativen zur Eindämmung des Menschenhandels und zum Schutz gefährdeter Kinder an Bedeutung gewonnen. Regierungen und Organisationen aus der ganzen Welt arbeiten zusammen, um Präventions- und Interventionstechniken zu entwickeln. Das Verschwinden von Madeleine ist zwar schrecklich, aber es hat das Bewusstsein für ihre Lage geschärft und zu umfassenderen Maßnahmen geführt. Ihre Situation war der Auslöser für neue Rechtsvorschriften und Maßnahmen zum besseren Schutz von Jugendlichen. Diese Methoden gewährleisten, dass auf künftige Entführungen rechtzeitig und koordiniert reagiert wird. Die bewegendste Komponente dieses Dilemmas ist das menschliche Bedürfnis nach Antworten. Das Verschwinden eines Kindes ist für Familien, Gemeinschaften und sogar Nationen schmerzhaft. Es hinterlässt eine Lücke, die nur mit der Wahrheit gefüllt werden kann. Seit 18 Jahren sind die McCanns nicht mehr in der Lage, die Wahrheit über das Schicksal ihrer Tochter herauszufinden. Der Gedanke, endlich die Antworten zu finden, die sie suchen, ist verlockend und beängstigend zugleich. In bestimmten Situationen kann die Wahrheit eine zweischneidige Klinge sein. Sie kann einen Abschluss und eine Chance auf Gerechtigkeit bieten, aber sie zwingt die Familien auch, sich harten Fakten zu stellen. Was in Fällen wie dem von Madeleine hervorsticht, ist das menschliche Bedürfnis nach Gerechtigkeit und Aufklärung. Dieses starke Streben nach Wahrheit geht über Kulturen und Grenzen hinweg. Madeleines Fall, auch wenn er ungewöhnlich ist, spiegelt eine größere menschliche Erfahrung wider. Das Bedürfnis, nach einem Unglück die Ordnung wiederherzustellen, treibt Familien, Strafverfolgungsbehörden und Gemeinden an. Die Realität sieht jedoch so aus, dass es nicht für alle Situationen einfache Lösungen gibt und manche Realitäten können über Jahrzehnte hinweg unklar bleiben. Der Fall der McCanns zeigt, dass die Justiz trotz Fortschritten in der Technologie und den Ermittlungstaktiken zu spät und fehlerhaft sein kann.
Die öffentliche Reaktion auf den wahrscheinlichen Fund von Madeleine McCann kann weitreichende Folgen haben. Sie könnte sich nicht nur auf die unmittelbar betroffenen Personen auswirken, sondern auch auf das Verständnis der Öffentlichkeit für Fälle von vermissten Personen im Allgemeinen. Ihre Abwesenheit war immer ein Symbol für mehr als ein Kind. Sie hat Fragen zur Sicherheit von Kindern, zur elterlichen Verantwortung und zur internationalen Zusammenarbeit aufgeworfen. Sobald mehr Informationen über ihren Fall verfügbar sind, wird sich die öffentliche Meinung wahrscheinlich ändern, der Einfluss durch die jüngsten Entwicklungen und die Möglichkeit der Teilnahme von Christian Bruckner. Im Guten wie im Schlechten zwingen uns öffentlichkeitswirksame Vorfälle wie der von Madeleine dazu, unsere sozialen Grundsätze zu überdenken, insbesondere den Schutz der schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft. Ein weiterer wichtiger Punkt, den diese Enthüllung aufwirft, ist die Frage, wie künftige Ermittlungen im Lichte der Lehren aus dem Fall McCann angepasst werden sollen. Eine wichtige Lehre ist, dass in Fällen von vermissten Personen sofort gehandelt werden muss, insbesondere wenn Kinder betroffen sind. Die ersten Stunden und Tage nach dem Verschwinden eines Kindes sind entscheidend, um Beweise zu sammeln, mögliche Zeugen ausfindig zu machen und internationale Bemühungen zu koordinieren. Wie können in diesem Szenario spezifische Vorschriften erlassen werden, um internationale Verbrechen gegen Kinder zu minimieren? Lassen Sie es uns herausfinden. Schließung von Lücken in der Kinderschutzpolitik. Angesichts der Fakten im Fall McCann wurde deutlich, dass aufgrund bürokratischer Ineffizienz, unzureichender Kommunikation zwischen den Strafverfolgungsbehörden und eines Mangels an koordinierten Maßnahmen Zeit vergeudet wurde. Viele Personen drängen nun darauf, dass die Art und Weise, wie ähnliche Situationen von Anfang an gehandhabt werden, geändert wird. Zu den empfohlenen Verbesserungen gehört die Bildung globaler Arbeitsgruppen, die sich ausschließlich mit der Untersuchung und Lösung von Fällen von Kindesentführung befassen. Darüber hinaus ist eine verstärkte internationale Zusammenarbeit erforderlich, um eine wirksame und schnelle Verbreitung von Informationen zu ermöglichen. Einer der schwierigsten Aspekte im Fall Madeleine, wie auch in vielen anderen Fällen, ist die enorme Menge an Material, die verarbeitet werden muss. Wenn es sich um einen vermissten Fall von großer Tragweite handelt, gehen Hinweise und Sichtungen aus der ganzen Welt ein. Jeder Meldung muss nachgegangen, jeder Spur nachgegangen und jedes Beweismittel analysiert werden. Selbst die am besten ausgerüsteten Polizeikräfte können von diesem Problem überrascht werden. Der Fall McCann hat zu Hunderten von Hinweisen und potenziellen Sichtungen geführt. Menschen behaupten, Madeleine in Marokko, Australien und den Vereinigten Staaten von Amerika gesehen zu haben. Es hat sich gezeigt, dass die Aufgabe unglaublich schwierig ist, da jede Spur einen Faden darstellt, der langsam entwirrt werden muss. Die Wahrscheinlichkeit, dass Christian Bruckner an der Entführung von Madeleine beteiligt war, wirft noch schwerwiegendere Bedenken auf. Welche Vorkehrungen können wir treffen, um solche Situationen in Zukunft zu vermeiden? Aufgrund von Bruckners Vergangenheit, insbesondere seiner Verwicklung in schwere Straftaten und Missbrauch, wurde erneut die Frage aufgeworfen, wie die Gesellschaft mit gefährlichen Personen umgeht, nachdem sie ihre Strafe abgesessen haben. Viele Menschen sind der Meinung, dass strengere Methoden eingeführt werden sollten, um verurteilte Straftäter zu überwachen und aufzuspüren, insbesondere solche, die Jugendlichen Schaden zugefügt haben. Die Tatsache, dass Bruckner trotz seiner Haftstrafe für frühere Gesetzesverstöße problemlos zwischen den Ländern umherreisen konnte, weist auf Schwachstellen im internationalen Justizsystem hin. In Anbetracht dieser Situation ist es wahrscheinlich, dass Rechtsvorschriften vorgeschlagen werden, die es bekannten Straftätern erschweren, sich der Strafe zu entziehen, insbesondere wenn sie internationale Grenzen überschreiten. Bruckners krimineller Hintergrund wirft auch größere Probleme in Bezug auf Rehabilitation und Rückfälligkeit auf, die beide von wesentlicher Bedeutung sind. In vielen Fällen werden Straftäter, die in die Gesellschaft entlassen werden, einer ständigen Überwachung unterzogen. Andererseits unterscheiden sich die Techniken, mit denen diese Personen überwacht werden, von Land zu Land erheblich. Einige Länder führen umfassende Strafregister, die es Straftätern erschweren, sich den Strafverfolgungsbehörden zu entziehen und ihre illegalen Aktivitäten fortzusetzen. Einige andere Länder haben weniger Beschränkungen und gewähren verurteilten Straftätern größere Freiheit. Da diese Personen bereits eine Neigung zu kriminellen Handlungen und Missbrauch gezeigt haben, stellt sich bei Vorfällen wie dem von Bruckner die Frage, ob angemessene Vorkehrungen getroffen werden, um sie an weiteren Taten zu hindern. Lassen Sie uns nun überprüfen, ob Madeleine McCann endlich gefunden wurde. Madeleine McCann ist 18 Jahre nach ihrem Verschwinden endlich gefunden worden. Ein ehemaliger Bekannter des deutschen Mannes, der als der Hauptverdächtige im Fall der Entführung und des mutmaßlichen Mordes an dem britischen Kleinkind Madeleine McCann gilt, hat eine erste Stellungnahme abgegeben.
Madeleine McCann wurde im Jahr 2013 als vermisst gemeldet. Während der Ermittlungen zu der Entführung, die sich 2007 in Portugal ereignete, wurden die Ermittler zunächst durch Informationen eines Mannes namens Helga B. auf Christian Bruckner aufmerksam. In einem Interview mit einer deutschen Publikation erinnerte sich der Zeuge an ein beunruhigendes Gespräch, das er mit seinem ehemaligen Komplizen geführt hatte. Nach mehr als 2 Jahrzehnten der Ermittlungen zum Verschwinden des britischen Mädchens aus der Ferienwohnung ihrer Familie in Portugals bekannter südlicher Tourismusregion haben die Behörden in Deutschland, Portugal und dem Vereinigten Königreich nur wenige unwiderlegbare Beweise gefunden. Die letzte Suche, die erst vor einem Monat an einem Stausee in der Nähe des Ortes, an dem sie verschwand, durchgeführt wurde, ergab keine neuen Informationen. Bruckner, der deutsche Verdächtige im Fall McCann, verbüßt derzeit in Deutschland eine Haftstrafe wegen Misshandlung einer älteren Frau. Helga B., deren vollständiger Name von den deutschen Behörden nicht bekannt gegeben wurde, war eine frühere Lebensgefährtin von Bruckner. Bruckner verbüßt derzeit seine Strafe für das Verbrechen in Deutschland. Helga B. wird seit vielen Jahren vom Bundeskriminalamt in Deutschland geschützt, da sie eine wichtige Zeugin in dem Fall ist. In einem Interview mit der Bild-Zeitung erklärte Helga B., er habe Bruckner zunächst für einen guten Menschen gehalten, doch dann fand er beunruhigende Details, darunter Filme, die seiner Meinung nach zeigten, wie Bruckner Frauen misshandelte. Diese Filme wurden in Bruckners Wohnung gefunden. Er sagte den Reportern, dass er dies absolut nicht akzeptieren könne. Erst 2008, ein Jahr nach der Entführung von McCann, bei einem Festival in Spanien, hätten sie sich wiedergesehen. Helga B. sagte gegenüber Bild, Bruckner habe sich erkundigt, ob er weiterhin aus beruflichen Gründen nach Portugal reise. Daraufhin habe er geantwortet, dass es seit der Entführung der Britin übermäßig viele Polizeikontrollen gegeben habe. Er fügte hinzu, dass er nicht verstehen könne, wie der kleine Junge verschwunden sei. Helga B. hingegen berichtete, dass Bruckner eine Aussage gemacht habe, die sie veranlasst habe, nicht zu schreien. Bruckner verschwand am nächsten Tag. Als sich Bruckners Verdacht erhärtete, verstärkte sich auch der von Helga B. Er erklärte, er habe viele Versuche unternommen, die Metropolitan Police in London zu kontaktieren, die die wichtigsten Ermittlungen durchführt, habe aber nicht sofort eine Antwort erhalten. Er fügte hinzu, dass das deutsche Bundeskriminalamt 2018 an ihn herantrat und mitteilte, dass sie nach Zeugen suchten, die über einen Missbrauch aussagen könnten, der in einem der in Bruckners Wohnung sichergestellten Filme gezeigt wurde. Im Zusammenhang mit dem Verschwinden der McCanns glaubt Helga B., dass Bruckner die Absicht hatte, in die Ferienwohnung der McCanns einzubrechen. Auf der anderen Seite behauptet er, er habe die Kinder schlafend vorgefunden und sich stattdessen Medi geschnappt. Wie er gegenüber Bild erklärte, war das mit Sicherheit nicht so gemeint. Er glaubt jedoch, dass Bruckner für ihre Gefangenschaft verantwortlich ist und dass das britische Mädchen gestorben ist. Dies ist eine bedeutsame Entwicklung und wir werden die Situation weiter beobachten, sobald weitere Informationen vorliegen. Was denken Sie über diese Entwicklung im Fall Madeleine McCann? Glauben Sie, dass dies endlich den Abschluss bringen wird, auf den Ihre Familie und die Welt gewartet haben? Bitte teilen Sie Ihre Ideen in den Kommentaren unten mit. Vielen Dank fürs Zuschauen und vergesst nicht, uns zu mögen, zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken, um bei Geschichten wie dieser auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sehen uns im nächsten Video.